Manuela hatte eine sehr gute Frage. Ihre Wellensittiche trauen sich nicht aus der Voliere. Das kennen vermutlich viele von ihren neuen Sittichen. Ich habe das auch schon oft erlebt, wenn ich neue Wellensittiche mit nach Hause gebracht habe. Zuletzt bei den 3 Hähnen, die ich aus Hessen aufgenommen habe. Auch die trauten sich zuerst nicht aus dem Käfig, obwohl es nur ein kleiner Transportkäfig und nicht ihr eigentliches Zuhause, die Voliere war. Aber das neue Zuhause bei mir und die anderen Vögel waren ihnen einfach noch zu fremd, um sich freiwillig aus dem Käfig zu trauen. Da das Paar, das die Vögel vorbeigebracht hatte, langsam wieder nach Hause wollte, schließlich mussten sie von Bonn aus zurück in ihre hessische Heimat, habe ich die Vögel mit der Hand aus dem Käfig geholt. Für eure Vögel zu Hause ist das aber nicht ratsam. Vor allem, wenn ihr die Vögel einmal zahm bekommen wollt, sollten sie nicht als erstes einen negativen Eindruck von eurer Hand bekommen, weil ihr sie mit der Hand aus dem Käfig scheucht. Denn das werden die Vögel so schnell nicht wieder vergessen. Wenn ich neue Vögel habe, die ja meist in einem kleinen Karton oder in einem Transportkäfig ins Vogelzimmer kommen, warte ich, bis die Vögel von selbst herauskommen. Gewöhnlich dauert das auch nicht länger als eine Viertel bis zu einer halben Stunde. Schwieriger wird es, wenn die Vögel sich nicht aus ihrem eigentlichen Zuhause, dem Vogelkäfig oder der Voliere heraustrauen. Schließlich wollt ihr Käfig oder Voliere ja auch mal reinigen, was schwierig ist, wenn die Vögel darin euch im Weg sitzen. Außerdem ist Freiflug wichtig für die Vögel, da sonst ihre Muskulatur verkümmert. Außerdem werden sich die Vögel schnell langweilen, wenn sie nur im Käfig herumsitzen. Und wer will schon gern immer hinter Gittern sitzen? Es gibt allerdings ein paar Tricks, die ihr nutzen könnt. Die meisten Käfige oder Volieren bieten die Möglichkeit, Türen einzuhängen und als eine Art Zugbrücke anzubringen. Das verlängert den Anflugbereich und ist ideal für Kolbenhirse oder andere Leckereien, die die Vögel dazu animieren, den Käfig doch einmal zu verlassen und sei es nur, um die leckere Hirse zu fressen. Auch Spielzeug auf der Tür oder direkt außen an der Voliere angebracht, sodass die Wellies rausgehen müssen, um mit dem Spielzeug zu spielen, kann helfen. Ich habe die Anflugtüren ausgebaut und überall an den Türöffnungen kleine Holzpodeste und Korkbretter angebracht. Daran knabbern meine Hennen mittlerweile sogar lieber als an den großen Korkröhren. Helfen können auch attraktive Freisitze oder ein Vogelbaum, denn wenn die Vögel außer dem Käfig oder Volierendach keinen Landeplatz haben, wissen sie auch nicht, was sie außerhalb des Käfigs anstellen sollen. Es ist sowieso besser, wenn ihr nicht den ganzen Käfig mit Spielzeug vollhängt. Spart euch lieber etwas Spielzeug für das Freiflugzimmer auf. So haben die Vögel draußen immer wieder etwas Neues und Spannendes zu entdecken. Hilft das alles nichts, müsst ihr Geduld haben, denn bei sehr ängstlichen Vögeln kann es schon einmal länger dauern, bis sie genug Vertrauen haben, um den sicheren Käfig zu verlassen. Damit die Vögel sich entspannen können und sich nicht beobachtet fühlen, könnt ihr auch, solange die Türen offen sind, aus dem Zimmer gehen. Wartet eine Weile, bis ihr nach dem Rechten seht, vielleicht die Vögel dann schon von ganz allein den sicheren Käfig verlassen und erkunden gerade das Zimmer. Wenn ihr dann irgendwann wie ich das umgekehrte Problem habt, dass die Vögel nicht mehr in den Käfig wollen, helfen nur 2 Dinge: Bestechung mit Futter und Leckerli. Dann darf natürlich keine Kolbenhirse außerhalb des Käfigs in Reichweite sein oder mit dem Kescher einfangen. Mir war es nachher einfach zu nervig, die Vögel jeden Abend wieder einzufangen. Deswegen schlafen sie jetzt draußen, wie in freier Wildbahn, und gehen nur zum Spielen ab und zu in die Voliere. Aber für die meisten Vögel werden Käfig oder Voliere mit einem sicheren Zufluchtsort assoziiert. Deswegen solltet ihr auch nie das Vertrauen der Wellensittiche erschüttern, indem ihr sie mit hektischen Bewegungen aus dem Käfig jagt. Sorgt lieber mit wechselnden Sitzplätzen und Spielzeug für Abwechslung, damit das Freiflugzimmer immer interessant für eure Wellies bleibt.